Money, money, money. 9 Euro für eine Bratwurst mit Brötchen. Hier ist der Gepäckträger ab. Wir brauchen einen Fahrradladen. Ich fahre gerade vorne und wie man sieht, ist es nass hier. Wir haben traurige Sonnenblumen rechts. Ja, ich weiß. Wir aufrüsten müssen bei der Kleidung. LKW, Scheiße. Ah! Da ist was, da stehen so Stühle und so. Aber ich weiß nicht, ob das ein Kaffee ist. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind an Tag 2 unserer Reise. Heute soll es nach Luzern gehen, zum Vierwaldstätter See. Wir haben uns ja für eine feste Unterkunft bei einer sehr netten Dame entschieden. Die Aussicht ist wunderschön, Schweiz-typisch. Wir sind gerade in den letzten Zügen. Es gab sogar hier ein schönes Frühstück. Die Straßen sind nass, es hat die ganze Nacht geregnet. Da vorne reißt die Wolkendecke ein wenig auf. Wir melden uns dann von der Strecke. Unser Plan sah eine 5-tägige Bikepacking-Tour quer durch die Schweiz, von Lindau bis nach Genf, über Luzern und den Furka-Pass vor. Aber hier müssen wir bereits abweichen. Das Wetter macht uns einen Strich durch die Rechnung. Wir haben traurige Sonnenblumen rechts vom Weg. Ja, die freuen sich nicht über das Wetter. Wir mussten Liechtenstein streichen und ein Tal westlicher fahren, da dort weniger Regen war. Pause? Die Tankstelle? Okay. Und das Dach? So. Einmal auftanken. Hier ist ein Bankautomat, sehe ich gerade. Wollen wir Franken holen? Ja, ich weiß. Hier, AdBlue können wir hier nachfüllen. Das ist fast wie am Brenner hier. Man sieht den Regen, aber nicht so kalt natürlich. Ja, wir machen eine kurze Pause, etwas Bargeld holen und dann geht's weiter. Fast wären wir eben auf die Autobahn gefahren, ne? Rechts. Hier ist anscheinend der Veloweg. Gut. Aufrüsten müssen bei der Kleidung. Über uns geht die Autobahn Richtung Zürich und wir ziehen jetzt noch was zusätzlich an. Wenn ihr gegen Einsprüche habt, müsst ihr es melden. Wegen Datenschutz. Wir fahren gerade nach Winterthur rein. Es ist eine kurze Regenpause. Von den Bäumen kommt noch ein bisschen Wasser runter, aber wir müssen hier sehr, sehr aufpassen. Es ist hier mit der Straße nicht so schön. LKW, Scheiße. Ah! Wir sind in der Fußgängerzone von Winterthur. Es geht nämlich an die Einfahrt nach Sterzing. Hat ja auch geregnet. Und fahren da jetzt mal durch beim Rathaus.
Wie schon bei unserer letzten Tour zum Gardasee letztes Jahr, haben wir diesmal wieder auf die Intercom-Lösung von Sena, die Sena Pi, zurückgegriffen. Das führt zu manchmal kuriosen Situationen, wenn scheinbar ich mit mir selbst rede und andere Leute es hören und mir irgendwelche Fragen unerwartet beantworten, so wie im Wintertour geschehen. Ja, Bis dort nach unten. erst so, ja. Vielen Dank. Ja. Wo ist das? Stop. Ich glaube, also ich kenne mich nicht gut aus. Nein, Deswegen. mal unten mal 10. Stop, genau, das ist Markenklasse. So. Im Moment können wir nur sagen, wir sind hier, es sieht nach Restaurant aus, okay. Wir sind aber irgendwie auch falsch, sehe ich gerade. Ja. Obwohl, nee, wenn wir bis zum Ende, dann links ist auch okay. Ah, hier ist trocken. Ja. Du. Also ich würde gern so heiße Schokolade, wenn es sowas gibt. Wir gehen da rein. Einfach anlehnen, ne? Okay, gut. Gestärkt durch einen heißen Kakao und ein paar süße Stückchen auf unserem Kaffeestopp in Winterthur machen wir uns weiter auf den Weg. Achtung! Oh, ich hab sie. Dankeschön. Und da stelle ich das nächste Problem fest. Zu wenig Luft im Hinterrad. Wir suchen eine Tankstelle. Hast du das schon mal gemacht? Fahrrad an der Tankstelle aufgepumpt. Ich merke, dass mein Reifendruck viel zu gering ist für dieses enorme Gewicht der Taschen. Normalerweise fahre ich mit unter 3 Bar. Diesmal musste ich auf 3,5 aufpumpen und Ich melde mich wieder mal fürs Video. Wir sind jetzt entlang einer mehrspurigen Straße. Ich musste eben mit dem Autoventiladapter das erste Mal Luft an einer Tankstelle nachpumpen. Wahrscheinlich war es nicht notwendig, aber mir kam der Reifen zum Blatt vor. So, wir sind jetzt irgendwo, müssen gleich links. Hier ist Autobahn. Wir sind auf der Autobahn mit dem Fahrrad. Nicht auf der Autobahn, aber nein, neben der Autobahn. Ey, das habe ich schon nie erlebt hier. Autobahnschild und ein Radweg. Was ist das hier? Links, links! Nee, komm. Ja. Der Regen hat kurz aufgehört. Sehr schön. Ein bisschen verschnaufen können wir. Oh, es rutscht runter. Ein bisschen, ja. Komm. Aber nur 1 Zentimeter. Ja, vielleicht muss man das öfter mal korrigieren. Wenn das hier, du glaubst, das hält, dann fahren wir so bis erst mal bis Zürich Pause machen. Nee, das hält. Hä? Das hält, aber ich muss mir so einen Imbus besorgen. So einen Imbus wie du hast, brauchen wir jetzt. Mit 5 mm. Vielleicht gibt es irgendwo einen Laden. Hier so ein Möbelhaus vielleicht. So wie bei Ikea. auch hier haben wir etwas festgestellt. Wir müssen unbedingt die Schrauben der Gabeltaschen besser kontrollieren. Sowohl bei Björn rutschten die Taschen nach unten an der Halterung, als auch bei mir drehten sich die Schrauben um etwa eine halbe Umdrehung aus dem Gewinde heraus. Also Achtung für alle Bikepacker, die Gabeltaschen verwenden. Unbedingt regelmäßig den Sitz der Schrauben kontrollieren. Wir haben weiter eine Abwechslung aus Regen und trockenem Wetter. Geschwind machen wir uns auf den Weg in Richtung Zürich, der nächsten Station unserer Reise. Autobahn, Bahnstrecke, Nationalstraße, Fahrradstreifen.
Wir sind nun auch bereits im Kanton Zürich und werden diesen auch nicht mehr verlassen, bis wir Zürich passiert haben. Es sind wirklich unter 30 Kilometer von Winterthur nach Zürich, somit nicht einmal 1,5 Stunden. Das Wetter bleibt weiter wechselhaft. Insgesamt wechseln sich Perioden aus schwachen und Nieselregen mit trockenen ab. Das Fahren ist eigentlich doch recht angenehm. Und hier sieht man mal wieder perfekt ausgebauten Velowege in der Schweiz, die mit gelber Farbe markiert sind. Björn, ich habe dich total verloren eben. Ah, Ja. bist du schnell gefahren? Nee, ich bin zu langsam. Zürich, eine Weltfinanzmetropole und die größte Stadt, die mit der größten Wertschöpfung der Wirtschaft. Banken, andere Finanzinstitute, aber auch internationale Unternehmen haben hier ihren Sitz. Es dauert wirklich sehr lange, bis man durch die zahlreichen Vororte und die immer dichtere Bebauung und das Gewirr von Straßen es in die Innenstadt geschafft hat. Wenn wir jetzt geradeaus wählen, geradeaus ist erlaubt. Björn und Tom haben sich im Gewirr der Stadt leider verloren. Die Stadt liegt am nördlichen Ufer des Zürichsees. Der Limmat ist der Fluss, der in den See mündet. Ich hab dich gesucht, wo warst du? Hi. Wo warst Bin du? an dir vorbeigefahren. Echt? Andere schöne Gebäude sind zum Beispiel das Frauenmünster. Während wir die Stadt passieren, findet gerade die Europameisterschaft im Fußball der Frauen statt. Zahlreiche Fußbälle in den einzelnen größeren Städten erinnern an dieses Event. 3,5 Stunden mindestens. Fast 3, ja. Hier ist was. Zunfthaus, Zoo. Die Kugel Eis kostet garantiert 5 Franken hier. Wenn es jetzt wirklich 30 Grad wäre, dann würde ich mir das vielleicht gönnen. Oder? Oder da. Ja, wir können auch da lang. Hier, Zone. Fahr du? Brücke in Heidelberg hier. Wo alle Leute stehen, um Fotos zu machen. So. Da vorne, die nächste Brücke ist der See. Können wir mal ganz kurz hier anhalten hier? Ah ja gut, egal. Ich will noch ein Foto machen, dann fahren wir heute. Okay. So. Okay, ich habe genug Fotos, ich fahr weiter. Ja. Wir haben nun einen schönen Platz zum Essen gefunden, einen Biergarten. Aber hier werden wir erstmals mit den harten Züricher Preisen konfrontiert. Zahl mit Karte, ich zahle mit Karte. Ich will das nicht riskant. Irgendwo hier, ja. Money, money, money. 9 € für eine Bratwurst mit Brötchen. Sowas gibt's in Zürich. Ja, am See. Am See.
Gestärkt und um fast 30 € ärmer geht es nun weiter entlang des Zürichsees. Wir genießen schöne Aussichten und die Sonne kommt raus. Oh, schön. Komm mal her. So, wir sind am Zürichsee. Ja, das Wetter ist gerade mal schön. Wir müssen da vorne hin, wo diese Wolken sind. Der Zürichsee ist übrigens nicht der größte See der Schweiz, sondern nur der 5. größte. Und die Limmat ist der Abfluss des Sees, nicht der Zufluss. Das liegt daran, dass dieser See sich oberhalb der Wasserscheide der Alpen befindet und alle Flüsse in Richtung Norden abfließen. Die nächsten 15-20 Minuten fahren wir über wunderschöne Radwege immer am Zürichsee entlang. Ein paar Kilometer, so 3 Kilometer den Zürichsee weitergefahren und jetzt haben wir gleich eine schöne Sicht auf die Stadtpanorama der Stadt Zürich. Vorsicht, Diebstahl. Lassen Sie Ihre Wertsachen nicht aus den Augen. Da fahren gerade aus Zürich raus. Es geht mal ein Stück hoch. Anstieg ist aber gleich vorbei. Unsere heutige Route erkläre ich jetzt kurz. Sie führt uns von Wilgoltingen über Frauenfeld, Winterthur und Zürich, wo wir eben gerade waren. Insgesamt passieren wir mehrere Seen. Als nächste Station ist Cham am Zuger See auf der Karte. Dort werden wir allerdings keinen Halt einlegen und bis Luzern durchfahren. Luzern liegt am Vierwaldstätter See und etwa 12 Kilometer südlich von Luzern am Kastanienbaum werden wir übernachten. Insgesamt haben wir also 3 größere Seen, die wir heute passieren. Den Zürichsee, den Zugersee und den Vierwaldstätter See. S2, hier ist eine S-Bahn. Guck, es steht 15:53, schon so spät. Wir haben auf der linken Seite einen schönen Fluss oder Bach. Die Straße steigt ganz, ganz langsam an. Ich vermute, dass die uns jetzt über einen Berg führt. Zum, wie heißt der See? Ich hab's doch vorhin gesagt, Zugersee. Wir sind jetzt im Kanton Zug. Wollen wir schauen mal kurz an. Der Geld fahren wir nicht so dicht auf. Es geht hier. Ach, scheiße, fast voll. Hier wird gemäht und hier steht jemand mittendrin. Geht das hier echt durch? Ja. Ja? Ja, okay. Klingel, ja. Gleich. Ach! Ey, Achtung, schalte runter. Es geht gleich steil hoch. Ja. Oh, Scheiße! Ich hab runter, aber nicht ganz runter. So. Okay, gut. Alles gut. Kurz ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Selbstverständlich habe ich alle diese Produkte, deren Marken man nur möglich sehen kann, selber gekauft. Ich habe keine Intention, kommerzielle Werbung dafür zu machen oder nehme Geld von den einzelnen Marken. Dies ist ein reines Hobbyprojekt. Ich möchte einfach euch alle mitnehmen auf diese Reise. Sehen die Alpen vor uns. In Baar, kurz vor dem Zugersee, sehen wir einen Decathlon am Wegesrand. Wir steuern jetzt einen Decathlon an, da wir eine Frontlampe brauchen. Die
die ich zu Hause vergessen habe, greife ich hier zu. Fast 50 Franken für eine relativ einfache Lampe. Es wird sich aber noch herausstellen, dass ich diese Lampe brauchen werde und sie so schlecht gar nicht ist. Problem gelöst. Im Decathlon fand ich also die Lampe. Und wir fahren weiter, zügig Richtung Zuger See. Sehr schön hier. So, jetzt geht's rechts. Und dann kommt ein Berg nach Luzern, glaube ich. Links, scheiße. Fahr schon mal, okay? Ich versuche hier... Oh. Echt? Aber nach der Durchquerung schon das nächste Problem. Und dieses lässt meine Motivation und meine Hoffnung schwinden, jemals in Genf anzukommen. Eigentlich sind es nur etwa 25 Kilometer, gut eine Stunde bis nach Luzern. Aber die schwarzen Wolken am Horizont lassen darauf schließen, dass es bald wieder regnen wird. Hoffentlich schaffen wir es noch im Dunkeln, doch dann passiert es. Tommy, was ist passiert? Ich bin hier über die Ampel gefahren. Plötzlich ist das ganze Rückwerk mit dem ganzen Ding, mit dem Schutzblech, alles da hinten weggeklappt. Mit so einer Tasche. Das hat sich im Schaltwerk verfangen. Und der Schaden ist enorm. Es stimmt was mit dem Schaltzug nicht. Ja, der droht mir zu reißen, wenn hier weiter so geht. Ja. Hier ist der Gepäckträger ab. Ja. Hier unten ist der Schaltzug kurz vorm Reißen. Hammer. Die ganzen Taschen sind runtergefallen. Wir brauchen einen Fahrradladen. Ist ein bisschen